Hallo und willkommen zurück an meiner Werkbank. Ja, wir haben heute mal was ganz anderes vor uns, nämlich zweimal Sunn, die amerikanische Verstärkermarke. Ist bei uns vielleicht etwas unbekannter, aber hier haben wir einen Sunn Combo-Verstärker, den Alpha 112R. Das R steht für Reverb. Und man sieht das Problem auf diesem Bild schon rechts. Das Potentiometer, das mit Reverb beschriftet ist komplett abgebrochen. Und das ist natürlich bei einem Verstärker mit Reverb eher nicht zuträglich, wenn man den Hall nicht hinzuregeln kann oder rausregeln kann. Und deswegen werden wir uns jetzt als erstes mal ansehen, wie wir bei diesem Verstärker so ein Potentiometer reparieren können. Ja, und es geht immer los damit, dass man versucht, das Ganze mal auseinanderzubauen. Und da war ich erstmal auf die falsche Fährte geführt, habe mir überlegt, dass ich diese Seitenteile vermutlich abschrauben muss, aber dem war nicht so. Es sind tatsächlich 2 Schrauben vorne, 2 Schrauben hinten und jeweils 2 Schrauben oben links und oben rechts. Ja, und dann kann man dieses komplette Verstärkerteil vom Rest des Combo-Verstärkers ablösen. Ja, und wenn wir den Verstärker rausnehmen, dann sehen wir da den Federhalltank mit 2 Kabeln, die dorthin gehen. Und das müssen wir jetzt irgendwie erstmal losbekommen. Man sieht das auf diesem Bild. Diese Kabel sind als Stecksystem auf die Hauptplatine draufgesetzt. 2 Kabel zum Federhalltank und 2 zu den Lautsprechern. Ja, und die kann man mit etwas Kraft einfach von der Platine abziehen und dann ist der eigentliche Verstärker frei und wir können den mal auf den Tisch legen und schauen, wie wir da jetzt an diese doch sehr zugebauten Potentiometer rankommen. Die sieht man jetzt hier mal. Aber als nächstes müssen wir erstmal diese komplette Platine aus dem Chassis lösen und da heißt es zunächst eine Menge Muttern lösen und auch ein paar Schrauben, denn das Ganze ist natürlich an all diesen Buchsen mit dem Chassis verschraubt. Hier die paar Schrauben, da sind die Leistungstransistoren von der Endstufe mit ihren Kühlrippen am Chassis befestigt. Ja, und irgendwann hat man die Platine dann aber auch mal gelöst und wir können das Chassis zur Seite legen und uns die Platine genauer anschauen. Ich glaube, da habe ich ein Easter Egg gefunden. Sollte doch eigentlich klar sein, dass man mit dem Hammer da nicht draufhaut und auch nicht auf die Finger. Ja, aber wir haben jetzt hier auch schon den ersten Blick auf unser Corpus Delicti und jetzt gucken wir mal, was wir damit machen können. Man hat es eben im Bild schon ganz kurz gesehen, diese Potentiometer scheinen eine Besonderheit zu haben. Es sind nicht nur auf einer Seite diese 3 Anschlüsse, also der Eingang, der Schleifer oder auch Ausgang und die Masseverbindung, sondern auf der Rückseite ist auch noch ein 4. Anschluss. Dieser hat jedoch keinerlei elektrische Aufgabe, der ist nur dazu da, um das Potentiometer abzustützen. Denn bei diesem Verstärker ist im Prinzip ja fast die komplette Platine nur an den Potentiometern am Chassis befestigt und um da einfach nicht zu viel Kraft auf die Potentiometer auszuüben, also dass die nicht einfach so rumwippen können, haben sie hinten einfach auch noch eine Lötverbindung, sodass das Ganze ein bisschen mehr abgestützt ist. Ja, und die müssen wir jetzt alle ablöten, diese 4 Anschlüsse, und das sind sehr große Lötpunkte mit einer Menge Lötzinn und es war gar nicht so einfach. Ja, aber irgendwann ist auch der widerspenstigste Entlötkandidat von der Platine entfernt und dann wurde es Zeit, sich Gedanken zu machen, was man nun mit diesem abgebrochenen Potentiometer machen kann. Normalerweise würde ich sagen, austauschen gegen ein neues Potentiometer. So teuer sind solche Bauteile ja in der Regel nicht. Aber hier handelt es sich ja schon um etwas, was nicht ganz so gewöhnlich ist. Also einmal das vierte Beinchen, das eine Abstützung bietet
Und wie sich herausstellen sollte, ist das auch noch ein etwas ungewöhnliches Bauteil, denn es hat nur eine Widerstandsbahn von 30 Kiloohm und sowas habe ich definitiv nicht auf Lager. Das sind schon zwei Merkmale, die ungewöhnlich sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht da etwas umbauen könnte. Denn ein Potentiometer, das besteht ja einmal aus einem Gehäuse, aus einer Widerstandsbahn und aus einem Schleifer. Da ist normalerweise dieser Schaft dran, der hier bei diesem Potentiometer abgebrochen ist. Und die Idee wäre ja, wenn das jetzt nun eine Widerstandsbahn mit einem ungewöhnlichen Wert ist, dass man vielleicht diese Widerstandsbahn in ein anderes Potentiometer, das noch einen intakten Schleifer hat, einpflanzen kann. Ja, ihr seht hier, dass da schon einige Potentiometerteile rumfliegen. Mein Cousin Martin, der mir diesen Verstärker zur Reparatur gegeben hat, hatte noch eine ganze Tüte mit Ersatzpotentiometern, aber leider nichts, was ein genauer Austausch für dieses Potentiometer gewesen wäre. Aber genug, um diese Idee des Austauschs oder des Teiletauschs doch wahr werden zu lassen. Und hier habe ich mal nachgemessen, dass die Widerstandsbahn wirklich 30 Kiloohm hat und das entspricht auch dem, was wir auf dem Schaltplan sehen. Beim Austausch war das einzige richtige Problem, dass das Originalpotentiometer und die anderen Ersatzpotentiometer, die ich zur Auswahl hatte, nicht so kompatibel oder baugleich waren, dass man einfach hätte Teile austauschen können. Das schauen wir uns jetzt nochmal an zwei Punkten an, die da kritisch waren. Punkt 1, die Schleifer haben unterschiedliche Anschläge. Das sieht man hier eingeblendet an den Pfeilen. Es ist ja so, wenn ich einen Potentiometer oder wenn ich einen Schleifer in einem Potentiometer von links nach rechts bewege, dann muss ja irgendwo der Drehweg anfangen und irgendwo aufhören. Und das wird gesteuert durch Anschlagspunkte, die im Gehäuse irgendwo halt anschlagen und ich kann es nicht weiter drehen. Die waren bei diesen beiden Potentiometern unterschiedlich, wie man ganz eindeutig sehen kann. Ja, das zweite Thema hängt untrennbar mit dem ersten zusammen. Diese Anschlagspunkte, hatte ich ja schon gesagt, müssen im Gehäuse irgendwo dagegen schlagen, um den Drehweg des Potentiometers zu begrenzen. Und das ist natürlich so, dass jedes Gehäuse da genau auf den jeweils passenden Schleifer abgestimmt ist. Das heißt, wir haben hier das Thema, dass wir nicht einfach jeden Schleifer in irgendein Gehäuse einbauen können. Gehäuse und Schleifer gehören immer ganz genau zusammen. Und wir sehen hier rechts im Bild das Originalgehäuse, zu dem der originale, aber abgebrochene Schleifer gehörte. Das können wir komplett vergessen. Wir müssen also mit dem neuen Schleifer das neue linke Gehäuse nehmen und da haben wir das dritte Problem. Man sieht hier in der Mitte gibt es da noch so eine Lasche, die bei diesem Austauschpotentiometer das Innenleben, also die Widerstandsbahn, noch zusätzlich festgehalten hat. Diese Lasche war bei dem alten Potentiometer nicht vorhanden und ist jetzt hier auch tatsächlich im Weg, denn die Widerstandsbahn, die zu dem Ersatzpotentiometergehäuse gehört hat, hat an der Stelle eine Einkerbung gehabt, aber unser Original 30 Kiloohm Potentiometer hat an dieser Stelle keine Einkerbung und deswegen muss der Dremel raus, diese mittlere Lasche musste ich abflexen.
Ja, und nach Flexen und Feilen hat es irgendwann dann aber auch ganz genau gepasst. Das ist ganz wichtig, dass da alles wirklich tipptopp wie eine Eins sitzt. Und das sieht man jetzt hier in dem Bild, das ist ein gutes Ergebnis. Ich habe dann das neue Gehäuse nochmal ganz gründlich gereinigt mit Isopropylalkohol, dann frisch gefettet, alles zusammengebaut. Und nachdem es zusammengebaut war, ganz wichtig, auch nochmal mit dem Multimeter nachmessen, dass der Regelweg von 0 bis 30 Kiloohm wirklich genau stimmt und da nicht irgendwas schiefgegangen ist oder was falsch läuft. Was ich jetzt hier nicht filmisch festgehalten habe, ist das Wiedereinlöten des Potentiometers und der Zusammenbau des Verstärkers. Und ich musste auch, weil der Originalknopf nicht mehr vorhanden war, einen anderen Potentiometerknopf umbauen. Da war nämlich dummerweise auch keiner da, der auf diesen Schleifer oben genau drauf gepasst hätte. Ja, das Ergebnis habt ihr gehört, der Hall funktioniert wieder und so sieht das Endergebnis im Bilde aus. Das zweite Sun-Gerät, das etwas Zuwendung gebraucht hat, seht ihr hier im Bild. Das ist ein Fußschalter von einem anderen Verstärker, von einem Sun Beta-Lead. Und dieser Fußschalter hatte eigentlich erstmal nur das offenkundige Problem, dass der Vorbesitzer den Stecker abgeschnitten hatte. Ja, der Stecker ist bei dem Gerät etwas besonders. Das ist ein vierpoliger Schraubstecker. Das werden wir nachher noch alles ganz genau sehen. Aber beim Öffnen des Fußschalters hat sich herausgestellt, dass nicht nur der Originalstecker abgeschnitten war, sondern auch an dem Innenleben hat der Vorbesitzer sich ziemlich vergangen. Da hat nicht mehr viel gestimmt, da haben Teile gefehlt, manche Sachen waren zwar vorhanden, aber überhaupt nicht angelötet und die 4 Drähte des Anschlusskabels waren auch überall angeschlossen, nur nicht da, wo sie sein sollten. Ja, und da sieht man das ganze Schlamassel im Detail. Was sofort auffällt, der rechte Fußschalter hier im Bild, der hat überhaupt kein Kabel. Also der Fußschalter macht überhaupt gar nichts. Man kann schön drauf treten, aber das war's auch. Und das konnte natürlich ja überhaupt nicht sein. Da hat auch ein Blick auf den Schaltplan nur ratlos gemacht. Denn hier war definitiv etwas nicht in Ordnung. Widerstände, die fliegend reingelötet waren. Kabel, die schon leicht angebrutzelt waren. Ja, und eine Platine, die auch nicht mehr so ganz gesund aussah. Ja, und solche völlig verbastelten Fußschalter können schon echt ein ganz schönes Ärgernis sein, selbst wenn man den Schaltplan hat. Denn dieser Fußschalter hier schaltet nicht einfach nur Signalwege an und aus, um die einzelnen Kanäle zu schalten, sondern im Verstärker befindet sich ein korrespondierender Logikschaltkreis, der Spannungen erwartet, die dieser Fußschalter über Widerstände und LEDs, die eine Spannung, die einen Spannungsabfall erzeugen, bereitstellt. Also da muss wirklich alles vorhanden sein und alles auch in den richtigen Werten, sonst funktioniert es einfach nicht. Ich hatte aber das Glück, dass der Martin noch einen zweiten Fußschalter der gleichen Bauart hat, der aber auch funktioniert und deswegen hatte ich eigentlich ein perfektes Anschauungsobjekt und musste nur kopieren bei dieser Art der Restauration. Naja, aber jetzt ohne meine Arbeitsleistung kleinreden zu wollen, eine Sache hat doch sehr, sehr lange gedauert.
Und das war den passenden Originalstecker samt Zubehör zu finden. Deswegen werde ich diese 3 Bauteile jetzt mal sehr, sehr lange einblenden, damit ihr euch das genau anschauen könnt. Da sind auch Teilenummern und Herstellernummern zu erkennen. Das braucht man, um diesen Sun Betalite Fußschalter von der Steckerseite her wieder 1:1 hinzubekommen. Ganz wichtig auch diese Crimpkontakte, die müssen die richtige Größe haben und die richtige Länge, um in diesem Stecker zu funktionieren. Und ja, wie gesagt, diese 3 Komponenten müsst ihr kaufen, die Crimpkontakte jeweils 4-mal und dann sollte es auch funktionieren. Ja, dann legen wir gleich auch mal mit dem Stecker los. Das Kabel ist letztlich 3-adrig plus Schirm, also 4-adrig. Und wir setzen jetzt erstmal auf jede von den 4 Adern einen Crimpkontakt drauf. Crimpen, wem das Wort nicht vertraut ist, das bedeutet im Prinzip, dass diese Kontakte oder dass die Kabel in diese Kontakte reingeklemmt werden. Da wird nichts gelötet. Ja, und dann muss man jeden von diesen Crimpkontakten in das richtige Loch im Stecker reinschieben. Das schwarze geht in die 1, das weiße in die 2, das rote in die 3 und grau bzw. Schirm geht in das Loch im Stecker, das mit der Nummer 4 beschriftet ist. Man steckt die Crimphülsen einfach so tief rein, bis man merkt, dass das einrastet. Also die gehen dann auch nicht mehr raus. Die sitzen dann fest im Stecker drin. Und auch wieder die Warnung an alle, die genauso sind wie ich. Ich habe natürlich hier, ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben, vergessen, die Tülle, die hinten auf den Stecker kommt, zuerst auf das Kabel drauf zu schieben. Das ist natürlich ein ziemlich doofer Fehler. War jetzt hier aber zu verschmerzen, da ich auf der anderen Seite, nämlich im Fußschalter, das Kabel ja auch komplett überhaupt festlöten musste. Also konnte ich es von der anderen Seite noch drauf schieben. Aber das ist natürlich, wenn man Stecker anlötet oder irgendwie sonst befestigt, immer die Rückseite des Steckers, die Tülle, zuerst aufs Kabel stecken. Man macht das total gerne falsch und es ist sehr, sehr ärgerlich. Es folgt nun die komplette Restaurierung des Innenlebens des Fußschalters und da da nichts richtig war, habe ich einfach alles abgelötet und komplett von Null mit der Platine angefangen. Zwei der 3 Fußschalter sind nicht mit Drähten beschaltet, sondern mit einem massiven Draht. Ich habe hier 1,1 mm versilberten Kupferdraht genommen. Des Weiteren hat ein 330 Ohm Widerstand auf der Platine gefehlt. Den habe ich auch wieder eingefügt und festgelötet. Das sieht man gleich auch nochmal, welcher das war.
Nun löte ich 4 Stücke des versilberten Kupferdrahtes passend auf der Platine ein. Die Drähte werden dann mit den korrekten Schaltern verbunden. Die vieradrige Leitung vom Stecker wird nun an den korrekten Punkten auf der Platine festgelötet. Zum Schluss wird auch der dritte Fußschalter, der ja überhaupt keine Bedrahtung mehr hatte, korrekt belegt. So sieht abschließend das fertige Ergebnis im Schalter aus und auch auf der Steckerseite. Vom Original überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.